Der Regen fiel schwer, beinahe gewaltsam. Clara stand vor der Villa der Familie Albuquerque, durchnässt bis auf die Haut, ihr Herz schlug schnell und unaufhörlich. Doch es war keine Angst, die sie erfüllte. Es war etwas Tieferes, etwas, das sie seit Jahren mit sich trug. Schmerz, Auflehnung und ein stilles Versprechen. Sie hob die Hand und drückte die Klingel. Sekunden später öffnete sich die Tür. Helena Albuquerque erschien makellos wie immer, doch ihr Blick war kalt genug, um jede Emotion erstarren zu lassen. »Du musst das neue Hausmädchen sein.« Clara antwortete ruhig. »Ja, gnädige Frau.« Helena wandte sich bereits ab und ging hinein. »Komm herein und lern schnell. Hier drinnen existierst du nicht.« Clara trat ein, doch in ihrem Inneren hallte nur ein einziger Gedanke wieder. »Ihr werdet euch an mich erinnern.« Die Villa war wunderschön, groß und elegant, doch zugleich leer. Nicht ohne Menschen, sondern ohne Wahrheit. Jeder Flur trug eine bedrückende Stille. Jede Tür verbarg ein unausgesprochenes Geheimnis. Clara spürte das bereits am ersten Tag. Man führte sie in das kleine Zimmer der Angestellten. Es war schlicht, eng und vergessen, doch das störte sie nicht. Sie war nicht hier, um Komfort zu finden, sie war aus einem bestimmten Grund hier. Als sie allein war, öffnete sie ihren Koffer und zog einen alten, vergilbten Umschlag hervor. Darin befand sich ein Foto. Ein elegantes Paar und ein Baby. Ihre Finger zitterten leicht. »Ihr habt mich vergessen«, flüsterte sie leise. Dann schloss sie die Augen. »Aber ich habe euch nie vergessen.« Die Tage vergingen und mit ihnen kamen die Demütigungen. »Putze ordentlich. Bist du unfähig? Du bist ja nicht einmal wie ein Mensch.« Clara hörte alles und schwieg. Doch ihr Schweigen war keine Schwäche, sondern Kontrolle. Sie beobachtete alles. Helena stets dominant und kalt, die Gäste falsch und arrogant und die Angestellten, die sich ihrem Schicksal ergeben hatten. Und dann war da noch Raphael. Er wirkte distanziert, doch seine Augen waren wachsam. In der Bibliothek änderte sich alles. Clara stieß mit ihm zusammen, Bücher fielen zu Boden. »Entschuldigung«, sagte sie schnell. Als sie den Blick hob, traf sie seine Augen. Sie waren intensiv und suchend. »Du bist neu«, sagte er. »Ja«, antwortete sie. Er sah sie länger an, als es angemessen gewesen wäre. »Habe ich dich schon einmal gesehen?« Ihr Herz begann schneller zu schlagen, doch ihre Stimme blieb ruhig. »Nein.« Er ging, doch bevor er die Bibliothek verließ, blickte er noch einmal zurück, als hätte etwas in ihm etwas in ihr erkannt. Beim Abendessen beschloss Helena, Clara vor allen zu demütigen. »Wir wissen ja nicht einmal, woher dieses Mädchen kommt«, sagte sie spöttisch. Gelächter erfüllte den Raum, Blicke voller Verachtung trafen Clara. Doch plötzlich erklang eine Stimme. »Genug!« Raphael stellte sein Glas fest auf den Tisch. Stille breitete sich aus. »Sie arbeitet hier. Das reicht«, sagte er ruhig. Helena war schockiert, ebenso wie Clara. Doch in diesem Moment begann sich etwas zu verändern. In dieser Nacht öffnete Clara erneut den Umschlag. Neben dem Foto befand sich ein weiteres Dokument, eine alte Urkunde. Darauf stand ein Name, Clara Albuquerque. Ein Blitz aus Erinnerungen durchzuckte sie, eine zuschlagende Tür, eine weinende Frau und eine Stimme, die sagte, »Sie kann nicht bleiben.« Clara öffnete die Augen. »Aber ich bin geblieben«, flüsterte sie. Helena spürte, dass etwas nicht stimmte. Clara war anders. Sie reagierte nicht, sie beugte sich nicht. »Finde alles über sie heraus«, befahl sie. Tage später kam die Antwort. Als Helena den Bericht las, erstarrte sie. »Nein«, murmelte sie, während ihre Hände zitterten. »Das kann nicht wahr sein.« Doch es war die Wahrheit. Helena ließ Clara zu sich rufen. »Wer bist du?« Clara hob den Blick ohne Angst, ohne Unterwerfung. »Jemand, den du auslöschen wolltest.« Die Stille wurde schwer. Helena wich einen Schritt zurück. »Das ist unmöglich«, flüsterte Helena. »Bist du dir da sicher?«, entgegnete Clara ruhig. Im großen Salon waren alle versammelt. Clara hielt das Foto in der Hand. »Erinnert ihr euch daran?« Schweigen. Raphael runzelte die Stirn, Helena begann zu zittern. »Ich bin die Tochter, die ihr verlassen habt.« Die Luft schien aus dem Raum zu weichen. »Das ist Wahnsinn«, sagte Raphael. Doch Clara zeigte den DNA-Test, unbestreitbar. »Ich bin eine Albuquerque.« Raphael trat näher, seine Augen füllten sich mit Tränen. »Dann bist du meine Schwester.« Clara nickte. Helena sank auf die Knie.
»Ich habe getan, was nötig war«, sagte sie mit gebrochener Stimme. »Du hast versucht, mich auszulöschen«, erwiderte Clara ruhig. Dann atmete sie tief ein. »Aber ich bin nicht nur deshalb zurückgekommen.« Alle sahen sie an. »Jemand hat versucht, mich zu töten.« Stille breitete sich aus. »Und diese Person ist hier.« Die Angst war nun greifbar. Raphael trat vor. »Wenn das wahr ist, werde ich die Wahrheit herausfinden.« Clara sah ihn ernst an. »Sei vorsichtig, wem du vertraust.« Die Suche begann. Alte Dokumente, gelöschte Register, verdächtige Überweisungen. Und dann tauchte ein Name auf. Alberto, der Vater, von dem alle glaubten, er sei tot. Doch er lebte. Im Verborgenen zog er die Fäden. Er war es gewesen, der Clara hatte entfernen lassen. Er war es gewesen, der versucht hatte, sie zu töten, weil sie die Wahrheit entdeckt hatte. Schließlich stand Clara ihm gegenüber. »Du hast versucht, mich zu töten«, sagte sie fest. Er lächelte kalt. »Ich habe versucht, einen Fehler zu korrigieren.« Clara trat einen Schritt näher. »Ich bin kein Fehler.« Mit allen Beweisen wurde die Polizei gerufen. Alberto wurde verhaftet. Helena brach zusammen, während Raphael an Claras Seite blieb. Tage später wirkte die Villa anders, ruhiger, leichter, fast friedlich. Clara ging durch den Garten, als Raphael sich ihr näherte. »Und jetzt?« fragte er. Sie lächelte leicht. »Jetzt existiere ich.« Sie blickte auf das Haus, das einst versucht hatte, sie auszulöschen und das nun ihre Existenz anerkennen musste. »Ich bin nicht aus Rache zurückgekommen«, sagte sie leise. »Ich bin zurückgekommen, um zurückzuholen, wer ich wirklich bin. Und du, wenn du herausfinden würdest, dass deine eigene Familie versucht hat, dich auszulöschen, würdest du vergeben oder würdest du um jeden Preis Gerechtigkeit suchen?«